Moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wir sind mal wieder in Feldstadt, dem Schauplatz von Frostgrave, das nun in der brandneuen zweiten Edition vorliegt. Frostgrave ist ein Fantasy-Tabletop von Osprey Publishing, das in der deutschen Fassung beim Verlag Miniaturicum erscheint. Die Spielwelt ist eine ehemals im Eis versunkene Stadt, die nun langsam auftaut und wegen ihrer Reichtümer und magischen Artefakte zu spannenden Schatzsuchen einlädt. Hierfür stellt sich jeder Spieler eine Bande aus mutigen Abenteurern zusammen, die von einem Zauberer angeführt werden. Während einer typischen Frostgrave-Partie geht es dann darum, die auf der Spielplatte verstreuten Schätze zu bergen, sich zufällig agierenden Monstern zu erwehren, die Gegner in Schach zu halten und bei alledem natürlich selbst am Leben zu bleiben. Erbeutete Schätze und bestimmte Taten bringen dem eigenen Zauberer Erfahrungspunkte ein, mit denen er seine Fähigkeiten verbessern kann. So lassen sich Zaubersprüche dann künftig leichter ausführen, sowie Nah- und Fernkampffähigkeiten optimieren. Dieser Rollenspielaspekt und das Bestreiten einer groß angelegten Kampagne mit fantastischen Geschichten sind die Besonderheiten von Frostgrave. Im neuen Regelbuch geht es zunächst um die Erschaffung des eigenen Magiers. 10 verschiedene Zauberschulen stehen hierfür zur Auswahl, diese halten jeweils 8 Zaubersprüche parat. Allerdings kann man zu Beginn nur 3 davon erlernen. Dafür immerhin noch 5 Sprüche aus weiteren Zauberschulen, mit denen die eigene Schule verbündet ist oder der sie zumindest neutral gegenübersteht. Allerdings sind die Würfelproben für diese Zaubersprüche etwas erschwert. Ist der Magier komplett ausgestattet, geht's mit dem Anheuern einer Bande weiter. Das wichtigste Bandenmitglied ist der Lehrling, quasi die rechte Hand des Zauberers. Der Bursche kann nahezu alles, was auch der Magier an Zaubersprüchen beherrscht. Nur eben etwas schlechter. Sprich, er muss beim Würfeln ein besseres Ergebnis erzielen. Daneben können noch bis zu 8 weitere Krieger angeheuert werden, wobei sich für die neue Edition eine Änderung ergeben hat. Die Krieger sind nun in normale und spezialisierte Krieger unterteilt und jede Bande darf maximal nur 4 spezialisierte Handlanger enthalten. Zudem haben sich manche Kosten verändert. Diebe und Schläger brechen nun gratis zur Schatzsuche auf, somit kann man seine Bande also immer um zumindest diese Burschen aufstocken, selbst wenn man nach einem völlig misslungenen Abenteuer mal gar keine Kohle hat. Solche kleinen Änderungen und Feinjustierungen an bestimmten Stellschrauben sind letztlich das, was die neue Frostgrave-Edition ausmacht. Die grundlegenden Regeln blieben also unangetastet, nur einige zu mächtige Zaubersprüche wurden etwas abgeschwächt und ehemals uninteressante Zauber aufgepeppt. Wie Frostgrave genau funktioniert und sich spielt, könnt ihr in verschiedenen Spielberichten und Let's Play-Videos anschauen. Ich habe oben nicht nur 3 TWS-Videos verlinkt, sondern ebenfalls einen Spielbericht von Beyond Brezel Tabletop sowie die Road to Frostgrave-Serie von Deist. Und auch wenn diese Videos noch auf den Regeln der ersten Edition basieren, geben sie euch einen prima Eindruck, warum und wieso Frostgrave so viel Spaß macht. Was ist ansonsten noch zur zweiten Edition und dem neuen Grundregelbuch zu sagen? Das neue Buch ist 192 Seiten stark und damit über 60 Seiten dicker als das alte Regelbuch. Einen Großteil davon machen die neuen Szenarien aus. Denn die 10 bekannten und leicht überarbeiteten Szenarien aus dem Vorgänger wurden um 10 frische Szenarien bereichert. Somit sind nun 20 spannende und abwechslungsreiche Schatzsuchen im Buch enthalten. Auch bei den Monstern hat sich einiges getan, denn ihr dürft euch auf einige brandneue Kreaturen und Gegner freuen. Bleibt nur noch die Frage, behalten die alten Erweiterungsbücher wie Lichlord, Finstere Pakte, Zuchtgruben und Folio ihre Gültigkeit? Ja, das tun sie. Auf miniaturicum.de findet ihr als kostenlosen Download eine kompakte Zusammenfassung, was sich wie geändert hat. In den meisten Fällen übrigens nichts oder nur eine Kleinigkeit. Auf derselben Website findet ihr ebenso kostenlose Zauberkarten sowie Magier- und Kriegerbögen, um alle Daten für eure Bande bequem notieren zu können. Frostgrave 2. Edition erscheint am 30. November 2020 und kann noch bei Miniaturicum vorbestellt werden. Auch spezielle Einsteiger- und 2-Spieler-Bundles sind dort erhältlich. Noch ein klein wenig warten müsst ihr auf die neuen Zauberkarten. Diese erscheinen aber schon im ersten Quartal 2021, also in wenigen Wochen.
Bis dahin schon mal viel Spaß mit Frostgrave und wir sehen uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann.